Hallo Freunde. Mit 4 Wochen stand Winston, das kleine Kätzchen, bereits vor der grausamen Realität einer Welt, die kalt und herzlos schien. Er wurde aus einem fahrenden Auto geworfen und erlitt schwere Verletzungen, die zu einer ernsthaften Prüfung für die menschliche Güte wurden. Ein winziger Wollklumpen, der die Grausamkeit der Welt noch nicht erkannt hat, landete in einem Tierheim in Tennessee, USA. Seine zarten Pfoten waren beschädigt, aber trotz der Schmerzen verlor Winston die Hoffnung nicht. Die Mitarbeiter des Tierheims haben alles getan, um sein Leiden zu lindern. Die Operation war unvermeidlich, und als Gipsverbände auf die Pfoten des Kätzchens aufgetragen wurden, begannen die Vorbereitungen für den chirurgischen Eingriff. An diesem Punkt erfuhren Jamie und Bryan Adams, Freiwillige des Zentrums, von Winstons Notlage. Das Paar, das die dreibeinige Katze Timmy vor einigen Jahren gerettet hat, spürte wieder eine tiefe Verbindung zu den Tieren. Leider ist Timmy kürzlich an Krebs gestorben und hat Jamie und Bryan eine Leere in den Herzen hinterlassen. Sie träumten von einem neuen Katzenfreund, der ihnen helfen würde, mit dem Schmerz des Verlustes fertig zu werden. Das Schicksal brachte sie kurz vor der Operation mit Winston zusammen. Als sie seine tapfere kleine Seele sahen, spürten sie, wie die Liebe in ihren Herzen aufblühte. Winston fühlte sich warm und mitfühlend und vertiefte sich in ihre Arme. Die Operation wurde für das Kätzchen zu einem ernsthaften Test. Aber es kam stark und bereit für ein neues Leben heraus. Eine Woche später ging Winston mit Jamie und Bryan in ein neues Zuhause. Das Leben hat ihn jedoch auch hier nicht verschont. Ein paar Tage nach dem Umzug entzündete sich Winston an seinem Hinterbein, an dem kürzlich eine Operation durchgeführt wurde. Besorgt brachten ihn Jamie und Bryan sofort in eine Tierklinik. Das Urteil war hart. Um Winstons Leben zu retten, musste eine Pfote amputiert werden. Trotz der Tragödie fand Jamie Trost in dem Gedanken, dass Winston immer noch am Leben und gesund ist. Es wird ihm gut gehen, sagte sie sich und ihrem Mann. Nach all den Tests beschloss das Paar, Winston ein Leben lang ein Zuhause zu geben.